Guten Morgen. Schön, dass du das Video angeklickt hast. Wir befinden uns ja gerade auf Weltreise. Wir sind in Argentinien, wir sind in Patagonien und da hat man ja mal ein bisschen mehr Zeit, über Dinge nachzudenken. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zum Thema Nachhaltigkeit. Und diese Gedanken will ich gerne mit dir teilen. Mal vorweggenommen, das Video hier ist nicht monetarisiert. Wir wollen damit auch kein Geld verdienen. Ist ein Special zu dem Thema, weil ich mir einfach ein paar Gedanken gemacht habe. Und unser nächstes Reisevideo kommt ganz normal, wie gewohnt, am nächsten Montag. Du bist wahrscheinlich Deutscher, was einfach daran liegt, dass, also zu 80% wirst du Deutscher sein, was daran liegt, dass der Logarithmus unsere Videos natürlich vor allem in Deutschland ausspielt. Die sind in deutscher Sprache verfasst, unsere Zielgruppe ist deutsch. Und dementsprechend gehe ich mal schwer davon aus, dass du zumindest mal aus dem deutschsprachigen Raum kommst. Das ist auch gut so, weil wir Deutschen sind ja nun mal die Vorbilder in Sachen Nachhaltigkeit. Ein gutes Beispiel, was weltweit voranschreitet, sagt zumindest unser Fernseher. Und ja, die Frage ist es wirklich so? Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn alle so nachhaltig wären wie Deutsche oder Europäer? Das ist die Frage, um die es heute im Video geht. Wir, also Alessandra und ich, wir reisen jetzt mittlerweile seit mehr als 4 Jahren durch die Welt, erst durch Europa mit unseren Hunden und unserem T3-Bus und mittlerweile sind wir in Südamerika, immer weiter Richtung Süden. Wir sind derzeit in Patagonien und wir beide sprechen halt fließend Spanisch und es ist für uns natürlich sehr einfach, wirklich einzutauchen, Fragen zu stellen, uns mit den Leuten hier zu unterhalten. Und es ist unglaublich interessant zu sehen, wie die Menschen 12.000 Kilometer entfernt von uns denken und wie deren Sicht auf die Dinge sind, die wir vielleicht völlig anders sehen. Nachhaltigkeit. Ja, was bedeutet überhaupt Nachhaltigkeit? Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit, so wenig Ressourcen so lang wie möglich zu nutzen. Das heißt, immer nur dann versuchen zu kaufen oder nur dann zu kaufen, wenn es wirklich nötig ist. Wenn was kaputt geht, wenn man es unbedingt braucht, nicht aus Konsumsucht. Auch ist mir wichtig, wenn ich mir was kaufe, mir Artikel zu kaufen, die von höherer Qualität sind, in der Hoffnung, dass sie eine längere Lebenserwartung haben als so ein China-Artikel. Oder Klamotten von Primark, die von einmal waschen sofort kaputt sind und ihre Form verlieren. Das bedeutet für mich erstmal Nachhaltigkeit. Jetzt ist es ja so, dass wir Deutsche und Europäer, also die Europäische Union, unglaublich viel Entwicklungshilfe zahlen, damit Entwicklungsländer und Schwellenländer endlich genauso nachhaltig werden wie wir. Frage an dich. Sind wir nachhaltig? Sind wir Deutsche, sind wir Europäer nachhaltiger, grüner, umweltschonender als andere Länder, also als Schwellenländer und Entwicklungsländer auf diesem Planeten? Naja, in Deutschland gibt es an jeder Ecke riesige Einkaufszentren, Fachzentren für Smartphones, iPhone-Shops. Man hat die Möglichkeit, stetig neue Technik zu kaufen. Habe ich iPhone 13, brauche ich morgen iPhone 14 und nächstes Jahr brauche ich dann iPhone 15. Hier gibt es an jeder Ecke Leute, die Smartphones reparieren, Waschmaschinen, Computer, ja, alle mögliche Technik, egal was es ist, wird repariert. Das heißt, die kaufen hier nicht stetig neu, sondern die reparieren es einfach. Wenn es keine Ersatzteile mehr gibt, dann werden die Ersatzteile halt eben selber produziert. Wird immer irgendjemanden geben an der nächsten Straßenecke oder ein paar Ecken weiter, der sich genau darauf spezialisiert hat, das Teil oder die Teile zu reparieren, die dann auf dem Markt nicht mehr zu haben sind. Mein Schwager zum Beispiel arbeitet mittlerweile seit über 30 Jahren bei Volkswagen und wenn da was kaputt geht, dann wird es einfach als Neuteil ersetzt. Bei Volkswagen selber fängt keiner an, irgendwie eine Tür auszubeulen. Da kommt eine neue Tür rein. Da kommt ein neuer Kotflügel rein. Und bei Motorteilen ist es sowieso schon so, alles, was man da reparieren kann, wird nicht repariert. Solange es das Neuteil gibt, wird das Neuteil eingesetzt. Und wenn es das Neuteil nicht mehr gibt, sagt Volkswagen eben einfach, wir können es nicht mehr reparieren. Als wir nach Buenos Aires gekommen sind, ist zum Beispiel unsere Dieselpumpe kaputt gegangen. Also die ist undicht geworden, da ist Diesel rausgelaufen. Und
Da sind 3 Dichtungen drin und die müssen halt erneuert werden. Die Arbeit besteht darin, die Dieselpumpe auszubauen, die Dieselpumpe auseinanderzunehmen, die Dichtungen zu erneuern, die Dieselpumpe wieder einzusetzen und die Dieselpumpe einzustellen. Das kostet einen Tag Arbeit, das kostet ein bisschen Know-how, aber dann ist das Thema auch erledigt. Und worum es geht, sind diese 3 Gummis. Diese 3 kleinen Gummis. Die sind kaputt und die mussten getauscht werden. Und diese 3 Gummis, die haben wir bei einem Zubehörhändler innerhalb einer Minute in der Hand gehabt. Für ein Auto oder für eine Dieselpumpe, die 30 Jahre alt ist. Der Witz ist, wir haben Freunde in Baden-Württemberg, die haben einen T4. Und bei denen ist auch, also noch ein neueres Auto als der, bei denen ist auch die Dieselpumpe kaputt. Und die suchen in Baden-Württemberg händeringend eine Firma, die ihnen die Dieselpumpe einstellt oder neu macht. Moral von der Geschichte ist, die finden niemanden. Die finden nur Firmen, die ihnen eine neue Dieselpumpe einbauen wollen für 2.500 €. Und wir haben für diese Gummis 70 Cent bezahlt und für den Ein- und Ausbau und Einstellen der Dieselpumpe 235 €. Das heißt also, das ist nachhaltig. Neu einbauen und ein Teil wegzuschmeißen, was noch funktioniert, kann per se nicht nachhaltig sein. Uns will man in Deutschland zum Beispiel weismachen, dass Nachhaltigkeit immer nur darin besteht, zum Beispiel keinen Diesel mehr zu fahren und ein niegelnagelneues Elektroauto zu kaufen, was nach 3 Jahren wieder auf den Schrott geht. Das ist unsere Nachhaltigkeit. Ein anderes Beispiel ist Kleidung. Ja? Heißt ja nicht, dass die hier kein H&M haben und nicht auch billige Kleidung kaufen. Aber es gibt noch an jeder Ecke Schneider und es gibt Schuster an jeder Ecke. Das heißt, man versucht die Kleidung, es wird gestopft, es wird repariert, es wird genäht, ja, es werden neue Sohlen an die Schuhe gemacht. Heißt ja nicht, dass bei uns das niemand macht, aber es gibt eben kaum noch Schuster, es gibt kaum noch Menschen, die nähen und dementsprechend, was lehnen wir uns da aus dem Fenster und versuchen anderen zu erklären, wie man es auf jeden Fall besser oder richtig macht, halte ich für kompletten Blödsinn. Alessandra und ich haben ja, bevor wir auf Reisen gegangen sind, in Berlin gewohnt, in der grünen, woken Vorzeigestadt. Und da haben wir in Haselhorst gelebt, also wirklich ein bisschen außerhalb im Norden, noch mit U-Bahn-Anschluss, aber eben ja, schön grün, nah an einem See dran, damit wir da mit den Hunden Gassi gehen können. So, und jetzt kommt's. Von der Haustür bis zu dem See musste man 2 Kilometer durch den Park laufen. Und auf diesen gesamten 2 Kilometern gab es keine einzige Mülltonne. Das Einzige, was es dort gab, ist Müll. Komplett zugemüllt. Der gesamte See, obwohl infrastrukturell komplett erschlossen, war zugemüllt. Essensreste, Plastikreste, Flaschen etc. pp. Die Leute kommen dahin, die grillen dort und klar, müssen ihren Müll wieder mitnehmen. Ist auch richtig so, dass sie ihn wieder mitnehmen. Aber es macht eben nicht jeder und deswegen ist es da zugemüllt. Hier sind alle 50 Kilometer, sag ich schon, alle 50 Meter ist hier eine Mülltonne. Und zwar wieder ein geiles Beispiel für Nachhaltigkeit. Werden die hier einfach aus alten Ölfässern geschnitten, werden angepinselt, werden aufgestellt und regelmäßig geleert. Hier liegt kein Müll rum. Wir sind hier 7 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt, von der nächsten Häuseransammlung. Das ist keine Großstadt wie Berlin, sondern das ist ein kleines Dorf mit 2000 Einwohnern. Und hier kommt regelmäßig die Müllabfuhr vorbei und holt den Müll ab. Hier liegt kein Müll rum. In Berlin wurden die Tonnen deshalb nicht aufgestellt, weil es nicht kostendeckend ist. Das heißt, da musste ja irgendein Arbeiter von der BSR, von der Stadtreinigung, dorthin fahren und diese Mülltonnen leeren. Das kostet zu viel Geld und deswegen hat der Senat entschieden, die werden nicht aufgestellt. Also mir persönlich ist es viel lieber, dass ich eine alte Öltonne habe, wo ich meinen Müll reinwerfe, als eine ISO-zertifizierte europäische Plastiktonne, die aus Kostengründen gar nicht aufgestellt wird. So, ich komme mal zum Punkt. Also ich könnte ja hier noch ewig so weitermachen. Es gibt zigtausend Beispiele, also ich könnte die Reihe ewig fortführen. Aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Für mich ist unsere europäische Nachhaltigkeit eine Floskel. Eine reine Marketingfloskel und hat mit Nachhaltigkeit so viel zu tun wie ein rosa Schweinchen mit Luftfahrt. Also unbestritten trifft es uns ja genauso. Also auch ich oder auch wir kaufen unsere Klamotten oft günstig ein und auch wir müssen aufgrund der nicht vorhandenen Lebensdauer von Elektronikartikeln stetig neu kaufen. Kameraequipment, Computer
müssen alle 3 Jahre neu, weil im Dauerbetrieb sind die entweder nach 3 Jahren völlig fertig oder man sieht es anhand der Videos, dass die Kamera eben nicht mehr aktuell ist. Geht auch nicht. Also wir sind da ja auch drin, wir stecken da alle drin. Aber vielleicht sollten wir mal nicht so oberlehrerhaft stetig daherkommen und uns vielleicht mal doch ein Beispiel an den Argentiniern nehmen, weil auch hier scheint einiges gut, vielleicht sogar besser zu laufen. Zugegeben, die Argentinier, die machen es ja nicht aus Jux und Dallerei, sondern denen fehlt einfach die Kaufkraft und aufgrund der Inflation haben die natürlich weniger Möglichkeiten zum Konsum. Aber das Ergebnis, was wir hier sehen, ist halt, dass andere Werte dadurch in den Vordergrund rücken. Familie, Freunde, gutes Essen. Und ganz im Ernst, also wir haben bis jetzt nicht erlebt, dass die Argentinier wesentlich unglücklicher sind. Also wir können schon sagen, die sind ähnlich glücklich wie wir, auch wenn sie nicht das neueste iPhone haben. Fakt ist, ich will mir hier nicht anmaßen, in irgendeiner Art und Weise irgendjemanden reinzureden in seine Lebensweise. Und jeder kann da machen, wirklich, was er mag. Und es ist auch für uns, wie soll ich sagen, es soll hier kein Video sein, in dem wir dich oder euch erziehen möchten. Darum geht es nicht. Aber wir als Europäer und Deutsche sollten vielleicht uns endlich mal ein bisschen hinten anstellen, uns ein Beispiel woanders nehmen. Weil Fakt ist, unsere Lebensart und unsere Lebensweise ist definitiv nicht nachhaltig. Vielleicht nochmal 2, 3 persönliche Worte. Für mich steht eins fest. Dadurch, dass ich persönlich, das gilt nur für mich, das muss nicht für dich gelten und auch nicht für euch alle da draußen, aber für mich persönlich. Dadurch, dass ich weniger materielle Wünsche habe, nicht stetig die neuesten Nike-Schuhe kaufe, nicht dauernd das neueste iPhone brauche oder wir fahren zum Beispiel seit 25 Jahren das gleiche Auto. Wir haben uns nie einen Neuwagen gekauft. Wir finden diese Elektromobilisierungswelle kompletten Humbug, wegschmeißen aus Nachhaltigkeitsgründen. Komplett blödsinnig. Der Nebeneffekt für mich persönlich, das muss nicht bei dir so sein und bei euch, bei mir ist es aber so, ist, dass ich mehr Zeit habe. Ich habe einfach mehr Zeit für Alessandra, für die Familie, für die Hunde, zum Reisen, die schönen Dinge des Lebens zu sehen und renne nicht irgendwelchen materiellen Zielen hinterher. Ich denke, das kann man mal als Wort stehen lassen. Mir war es wichtig, das loszuwerden. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, nächsten Montag. Dann kommt unser nächstes Reisevideo. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Und jetzt ist Schluss. Bis dann. Ciao. Oh mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light?